Hallo zusammen, mein Name ist Alessandro, ich bin von Innovate with Impact, Hashtag Small Relief. Ich habe die große Freude, hier heute mit Johannes im Zoom-Call zu sein. Hi Johannes. Hallo Alessandro. Wie geht's dir heute? Ja, mittlerweile langsam wieder gut. Man gewöhnt sich an die ganze Situation und es geht langsam wieder besser so. Cool, ja, mir geht es genau gleich, aber genau deshalb sind wir hier. Ich würd mich extrem interessieren, wie es dir in den letzten, also erstmal eine kurze Intro zu dir, zu deinem Background und dann, wie es dir in den letzten Wochen so ergangen ist. Sehr gerne. Ja, vielleicht ein paar wenige Worte zu mir. Beruflich, damit man weiß, wer da vor einem sitzt, zumindest auf dem Screen. Ich bin gelernter Jurist, leite bei der Coop Rechtsschutz AG als Head of Legal Tech die Projekte rund um künstliche Intelligenz bzw. der Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Rechtsberatung und bin zudem für den Aufbau unserer Startups, unserer Tochtergesellschaft Wilex zuständig, wo ich die Kommunikation verantworte. Mhm. Und also du hast einen mega spannenden Background und wir kennen ja uns mittlerweile schon seit einer guten Zeit und es würde mich sehr interessieren, wie es dir in den letzten Wochen so ergangen ist. Also was sind so die Changes, die du miterlebt hast und vielleicht dann auch so gewisse Challenges? Ja, es ist so, der Lockdown ist natürlich auch an mir nicht spurlos vorbeigegangen und so geht es wahrscheinlich den meisten. Ich arbeite seit Anfang März von zu Hause aus. Das geht grundsätzlich sehr gut und ich betreibe auch schon seit Jahren regelmäßig Homeoffice, wie das in der Schweiz heißt. Nur dazu gekommen ist, dass meine Frau auch von zu Hause aus arbeitet und zudem die Betreuung unserer zwei Kinder quasi von einem Tag auf den anderen abrupt weggefallen ist. Die Preschool meines Sohnes hat im März die Tore geschlossen und die Großeltern sollten bekanntlich auch nicht auf die Kinder aufpassen und mussten uns also sehr schnell neu organisieren und erhalten Unterstützung von Freunden und auch von der Nanny und dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Mhm. Was waren so deine Challenges oder eure Challenges im beruflichen Sinne? Also wie hat sich das so abgespielt? Was hat sich da so verändert? Das Berufsleben ist natürlich tangiert, auch mein Berufsleben. Man arbeitet sicher nicht mehr 9 to 5. Das hat man vielleicht vorher schon nicht so gemacht, oder? Aber jetzt arbeitet man insbesondere mit den Kids, wenn immer möglich. So, also kann sein, dass man mal einfach mitten am Nachmittag, wo man sonst wunderbar arbeiten würde, nicht arbeiten kann. Das heißt, man arbeitet mehr abends, man arbeitet am Wochenende. Und da ich kein Wirtschaftsanwalt bin, ist das für mich eine neue Situation. Mhm. Größte Challenges hast du noch gefragt. Ja, für uns, also wie gesagt, ich bin so ein bisschen in doppelter Mission unterwegs, einerseits für die Coop Rechtsschutz und andererseits für Wilex. Bei der Coop Rechtsschutz, da sind wir 100 Mitarbeitende, also nicht so klein unterwegs und schon sehr, sehr, sehr gut digitalisiert. Das heißt, das Tagesgeschäft funktioniert fast friktionslos und kann ohne weiteres auch so erledigt werden. Das ist kaum Probleme. Für Wilex ist die Challenge größer. Auch dort sind wir zwar komplett digital unterwegs, das heißt Fälle, die wir dort für Kundinnen und Kunden erledigen, die können wir selbstverständlich digital klären und digital unterstützen oder telefonisch. Aber wir haben dort auch Walk-in-Stores und diese Walk-in-Stores sind im Moment geschlossen. Insbesondere unser Store in St. Gallen, den konnten wir gar nicht erst eröffnen am 4.4. Das heißt, auch die Eröffnung muss verschoben werden, was natürlich sehr, sehr schade ist. Absolut. Also die Challenges sind überall im Moment und es ist extrem schwierig, natürlich, wie du jetzt gesagt hast, für eine Firma wie Wilex, wo es vor allem darum geht, dass sich die Leute ja treffen und austauschen können, oder? Und ich würde sehr gerne noch ein bisschen weiter auf Wilex reingehen. Ich find, Wilex eine extrem spannende Firma. Kannst du vielleicht noch etwas tiefer darauf eingehen, was Wilex genau macht, auch für Startups und Kleinfirmen und wie kann ich auf euch zugehen? Wie können wir quasi im Moment mit Wilex in Kontakt treten? Okay. Wilex ist ein moderner Rechtsdienstleister. Wir bieten juristische Unterstützung und Rechtsberatung an für Privatpersonen, aber selbstverständlich auch für KMU. Wir haben dort zurzeit sehr viele Anfragen, die wir klären. Und aufgebaut ist es klar als Walk-in-Store, auch wenn die Stores geschlossen sind. Das heißt, man kann einfach vorbeigehen. Wir haben Stores in Bern,
St. Gallen und Winterthur und eröffnen im Herbst auch in Zürich ein Store. Aber natürlich auch online kann man Fälle und Anfragen anmelden auf wilex.ch. Das ist mit Y geschrieben, das ist nicht immer klar. Y, ja, aber Item. Man kann dort Fälle anmelden oder auch einfach anrufen. Wir starten mit juristischen Ersteinschätzungen bereits ab 60 Franken, dass ich einen fairen Preis finde, womit wir die Schwelle und diese Angst vor allfälligen Kosten, die so ein Rechtsfall verursachen kann, womit wir die Schwelle ein bisschen herabsetzen. Jeder weitere Schritt kostet einfach 100 Franken, also vertiefte Rechtsberatungen sind dann für weitere 100 Franken erhältlich. So, das ist das Grundkonzept von Wilex. Und gibt es im Moment irgendetwas, das speziell für Small Businesses interessant sein könnte oder für Startups in Bezug auf Wilex? Irgendetwas, was man da vielleicht noch erwähnen könnte? Ja, also wir haben insbesondere für KMU haben wir quasi eine Subpage erstellt, wo wir die wichtigsten Fragen und Antworten mit drauf haben. Das heißt, all diese juristischen Fragen, die auch bei einem KMU aufkommen könnten. Was ist das? Wie erhalte ich überhaupt einen Überbrückungskredit? Ist ein Zahlungsaufschub bei Sozialversicherungen möglich? Kann die Kurzarbeitsentschädigung auch für Angestellte in befristeten Arbeitsverhältnissen und für Personen im Dienst einer Organisation für Temporärarbeit ausgerichtet werden? Alles so ein bisschen so tricky Fragen, die haben wir dort zusammengefasst, ausgeführt mit den entsprechenden Links. Wem das nicht ausreicht oder wer noch weitere Unterstützung benötigt, für diejenigen haben wir das Angebot, dass wir bis am 11. Mai, so die zweite Stufe in der Schweiz, bis am 11. Mai kostenlose juristische Erstgespräche, erste juristische Einschätzungen anbieten. Also wer davon Gebrauch machen will, und das haben bis jetzt schon viele gemacht, kann das sehr gerne tun, kann sich da online anmelden, die Frage stellen und dann erhält man entsprechende, man kann sagen, sehr kompetente Antworten. Ich finde das extrem cool und spannend, dass ihr das macht. Und ich glaube, das ist genau die Message, die die Welt heute braucht. Unterstützung, das Zusammenhalten und dass man auch füreinander da ist. Und wirklich also Kudos an dich und an Wilex, dass ihr das macht. Ich finde das extrem cool. Vielleicht die zweitletzte Frage, bevor wir zur letzten kommen. Hast du irgendwelche Tipps, die du sharen könntest, noch zusätzlich für irgendwelche Tipps für die Leute, die dieses Interview hören könnten, da draußen, professionell, nicht professionell? Hast du Hararis Buch gelesen, 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert? Ja. Magst du dich an den ersten Satz erinnern in der Einleitung? Um ehrlich zu sein, nicht. Jetzt hast du mich gerade erwischt. Diesen Satz, der ist mir einfach geblieben, weil wir haben bei Wilex haben wir den Claim, wir schaffen Klarheit. Und der erste Satz in der Einleitung von Hararis Buch, der lautet, in einer Welt, die überflutet wird von bedeutungslosen Informationen, ist Klarheit Macht. Und ich bin davon überzeugt, dass dieses Klarheit schaffen im Moment extrem essentiell ist. Oder man liest den ganzen Tag diese Corona-News, es geht mir auch so, ich kann es fast nicht verhindern, dass ich immer wieder da mich durch diverse Webseiten klicke. Die Verunsicherung wird mal größer, mal kleiner. Und ich sage, Klarheit ist im Moment key. Und ich erachte Klarheit in zweifacher Hinsicht als essentielle Grundlage, damit Unternehmen in einer solchen präzedenzlosen Situation irgendwie die Sache überstehen. Das heißt, einerseits sollte man, wenn immer möglich, die Zeit nutzen, um auch ein bisschen zu reflektieren, intensiv darüber nachzudenken, ob man grundsätzlich überhaupt auf dem richtigen Weg ist oder sich irgendwie einfach durchgewurschtelt hat über die letzten Monate und Jahre. Oder? Also wenn man knapp über die Runden kam, müsste sich vielleicht mal überlegen, ob er einfach ganz grundsätzlich auf dem richtigen Weg ist oder auf dem richtigen Weg war. Jetzt ist die Zeit, sich unter Umständen auch nach Corona neu zu positionieren. Mir ist klar, man kann nicht alle Unternehmen über den gleichen Kamm scheren. Es ist einfach so, einige haben es schwerer, andere profitieren gar von dieser Krise. Schwerer haben es wahrscheinlich für mich im Moment alle Restaurants. Aber wenn man schon vor der Krise so ein Weder-noch-Restaurant war, dann wird es auch nach der Krise schwierig. Und der zweite Aspekt, den ich eben in meiner Rolle als Jurist sehe, der ist der, dass man sich Klarheit über alle juristischen Möglichkeiten verschafft. Und das kann
in der aktuellen Situation aus meiner Sicht überlebensnotwendig sein und deshalb auch das Angebot von Wilex, das ich vorhin erwähnt habe. Mhm. Absolut, ich kann dir nur zustimmen. Extrem starkes Statement und auch eine geniale Quote. Absolut, das macht extrem Sinn. In all den Interviews, die ich bis jetzt gemacht habe, sehe ich das auch als ein quasi Common Denominator, also einen Strang, der sich durchzieht, dass man immer wieder hört, jetzt ist nicht die Zeit, um sich quasi zurückzulehnen und zu warten und zu schauen, was passieren kann, sondern jetzt ist die Zeit, Neues herauszufinden, zusammenzuspannen, neue Potenziale zu entdecken, vielleicht sogar sich neu zu definieren in Bezug auf Startups oder Small Businesses, um neue Opportunitäten aufzulegen und da auch ganz neue Sachen erreichen zu können. Und jetzt ist wirklich die Zeit dafür, das zu erreichen. Und wie du gesagt hast, man sieht auch ganz, ganz klar, dass gewisse Firmen, die man vielleicht sogar gar nicht erwartet hätte, da sehr viel Erfolg daraus ziehen können. Vielleicht im ersten Fall nicht nur monetär, sondern auch in Bezug Erfolg kann viele Facetten haben, Connections, Zusammenarbeit und so weiter. Wir kommen zu der letzten Frage. Was wird das Erste sein, das du machen wirst, sobald du aus diesem Lockdown rauskommst? Ich werde wahrscheinlich zum Friseur gehen. Ich habe schon einen Termin vereinbart, weil heute ist das letzte Video-Interview, das ich gebe. Ich habe es noch einmal geschafft, so etwas wie eine Frisur mir auf den Kopf zu setzen. Und ich freue mich jetzt schon auf den ersten vernünftigen Haarschnitt. Ja. Also ein ganz spezielles Innovate with Impact Interview, das allerletzte. Ich fühle mich geehrt. Johannes, es bleibt mir nichts anderes übrig, als mich herzlich bei dir zu bedanken für deine Zeit und für deine Messages und für deine Involvierung für KMUs und Businesses da draußen. Und ich finde es super interessant, was du alles machst und wie du dich stark einsetzt. Und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und die weiteren Austausche mit dir. Und ich hoffe, dass wir uns sehr bald wieder in Person sehen können und uns so austauschen können. Das hoffe ich selbstverständlich auch. Vielen Dank, dass ich bei dieser Interviewserie dabei sein durfte und allen anderen da draußen, take care. Ja. Absolut. Take care. Danke, Johannes, und bis bald. Bis Tschüss. bald. Ciao.